Der 16. Mai ist der International Romani Resistance Day. An diesem Tag wird gedacht an einen Aufstand am 16. Mai 1944 im Konzentrationslager Auschwitz im Lagerabschnitt 2b, dem Teil des Lagers, in dem ca. 6.500 Sinti und Roma aus ganz Europa inhaftiert waren. Dieser Abschnitt sollte am 16. Mai 1944 durch die SS liquidiert werden. Dagegen haben die inhaftierten Sinti und Roma erbitterten Widerstand geleistet. Sie haben sich mit Steinen und Werkzeugen bewaffnet und verbarrikadiert. Die SS hat die Aktion dann abgebrochen, um nicht zu viel Aufsehen zu erregen, denn es war wirklich sehr ungewöhnlich, dass sich Häftlinge geschlossen der SS widersetzt haben. Die Sinti und Roma konnten ihre Ermordungen in den Gaskammern von Auschwitz dadurch nur aufschieben. Wenige Monate später, am 1. August 1944, wurden alle noch arbeitsfähigen Sinti und Roma in andere Lager deportiert. Und am folgenden Tag, am 2. August 1944, alle übrigen ungefähr 3.000 Menschen in Gaskammern ermordet. Der Romani Resistance Day ist ein sehr wichtiger Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses der europäischen Roma und der Selbsthistorisierung gegenüber der vermeintlichen Objektivität der Geschichtsschreibung. Und hier sind wir mitten im Thema der Ausstellung Resist, die Kunst des Widerstands. Sie beleuchtet 500 Jahre antikolonialen Widerstand und erzählt über koloniale Unterdrückung und ihre Auswirkungen bis in die Gegenwart. Und als innere Kolonisierte, die durch Europas Mehrheitsgesellschaften Unterdrückung, Marginalisierung, Versklavung und Verfolgung erlitten haben, sind die Roma und Romnia selbstverständlich Teil dieser Ausstellung. Es gibt einen It's Yours-Raum, kuratiert von Timea Junghaus, der Roma Resist. Der Raum heißt Roma Resist. Und in diesem Raum sehen wir unter anderem Bilder einer Aktion von Alfred Ulrich, den ich jetzt begrüße und mich sehr freue, mit dir ins Gespräch zu kommen. Alfred Ulrich ist Grafik-, Video- und Aktionskünstler. Alfred, du wurdest 1948 in Schwabmünden in Bayern als Sohn einer österreichischen Sintetzer und eines Deutschen geboren. Magst du etwas über dein Heranwachsen als Sinto in Österreich und von deinem Weg zum Künstler erzählen? Ja, gerne. Nun, ja, ich habe mir zwar einige Notizen gemacht, aber während deiner Erzählung sind mir natürlich gerade wegen diesem Resistance Day ist mir eine Erzählung meiner Mutter eingefallen. Sie hat erzählt, sie war zum Beispiel im Konzentrationslager Ravensbrück und wurde ja in Buchenwald dann von den Amerikanern befreit. Und ich denke, sie hat erzählt eben, dass sie da auch in der Rüstungsproduktion tätig war und irgendwelche Projektile für Kanonen oder was bei sich herstellen oder befüllen musste. Und sie hat mir erzählt eben des Öfteren, dass sie die unbrauchbar gemacht hat. Und das hat sie natürlich eigentlich unter Lebensgefahr gemacht. Und ich finde, das ist auch eine Art von Widerstand gewesen, um diesen Krieg oder diese Unterdrückung zu beenden. Absolut. Ja, es waren viele kleine Aktionen, die in diesen Zeiten sehr viel Mut erfordert haben. Ja. Die mannigfachen Widerstand von Roma, auch im Dritten Reich und während des Zweiten Weltkriegs. Ja, aber gut, nun, meine Eltern haben sich ja kennengelernt in einem, sozusagen, wie nennt man das, in so einem Art Camp für Displaced Persons in Oberösterreich in Enns. Und meine Mutter war eigentlich zurück auf dem Weg nach Wien, wo sie versuchte, schauen wollte, welche
Verwandten, Geschwister, Eltern und andere Verwandten überlebt haben. Aber vermutlich ist sie dann mit meinem Vater nach Bayern gegangen. Mein Vater ein Sudetendeutscher und viele Sudetendeutsche haben sich ja in der Nähe von Augsburg, da Neugablonz, da angesiedelt. Meine Eltern haben geheiratet, aber diese Ehe hat vielleicht 2 Jahre gedauert. Die haben sich also nicht vertragen. So ist meine Mutter mit mir und dann mit meiner Schwester wieder zurück nach Wien gegangen. Und da bin ich eben aufgewachsen an der nördlichen Peripherie Wiens, an der alten Donau, wo eigentlich die Sinti schon seit Generationen, in der Vorkriegszeit, seit Generationen da gelebt haben. Für mich war das als Kind sehr schön an der alten Donau, weil wir haben da auf einem Standplatz, ja, es war so eine Art Standplatz, wo auch andere Roma, so wohlhabendere, so einen Pferdehof hatten. Und wir standen da mit unserem Planenwagen. Und es kam später noch eine zweite Schwester hinzu. Also haben meine Mutter und meine beiden Schwestern in diesem Planenwagen geschlafen. Und ich habe hinten, man nennt das in Wien die Schragel, also so eine Art Gebilde, wo früher das Heu für die Pferde mitgeführt worden ist. Und da hängt eben so eine Plane drüber. Und da habe ich da einige Jahre eben so unterm Sternenhimmel eben geschlafen. Und es soll ja sehr gesund sein, auf Heu zu schlafen. Mittlerweile werden ja auch solche Kuren angeboten von Wellnesshotels. Also das hatte ich schon in frühen Kindheitsjahren. Und das Schöne war eigentlich, auf dem Hof abends sind viele Roma zusammengekommen, haben da ein Lagerfeuer gemacht, haben Musik gemacht und ich konnte da sozusagen mich in den Schlaf spielen lassen. Und standet ihr da fest oder seid ihr auch noch ab und zu gereist mit dem? Ja, jetzt sagen wir, meine Mutter hatte da keinen Mann. Jetzt standen wir da eigentlich fest, aber in den Sommermonaten sind wir oder wir Kinder eben mit Verwandten, mit Pferd und Wagen dann schon unterwegs gewesen, so ja in den angrenzenden Bundesländern, so Niederösterreich, Steiermark, Burgenland, auf der Reise, eigentlich auf Geschäftsreise. So, und dann kamst du irgendwann nach Wien mit deiner Mutter in jungen Jahren. Wie war das dann plötzlich? Ja, da waren wir ja eigentlich schon in Wien und nur in den Sommermonaten bin ich da eben mit Verwandten oft da mitgefahren. Und das war auch ja eigentlich sehr schön im Sommer auf dem Lande. Es gab da zum Beispiel im Burgenland sehr lange Kirschenalleen mit diesen großen Herzkirschen mit den roten. Und da bin ich mit meinen Cousins oft stundenlang in den Bäumen gesessen und wir haben da Herzkirschen verspeist in Unmengen. Aber wir Kinder waren auch angehalten zum Beispiel, weil die Frauen gingen zum Hausieren, zum Beispiel mit Vorhängen. Und wir wurden losgeschickt zu den Bauern, Landwirten, ob sie nicht Messerscheren zum Schleifen haben oder einen Regenschirm zu reparieren. Und die haben wir also eingesammelt zu meinem Onkel gebracht und der hat dann die Messer geschliffen. Da durften wir auch an der Kurbel von diesem Schleifstein, von dem Runden drehen. Und danach haben wir diese geschliffenen Scheren und Messer zu den Landwirten zurückgebracht und haben dafür zum Beispiel Eier, Speck, Milch oder auch Heu für die Pferde als Bezahlung bekommen. Und so ist der Sommer ja mehrere Jahre so für mich dann gewesen. Das klingt das klingt nach einer schönen Kindheit, aber es war ja eine sehr finstere Vergangenheit, eigentlich gar nicht besonders lang her. Hat Gut. deine Mutter darüber
gesprochen oder war das für dich spürbar in deiner Kindheit? Gut, zuerst spürbar war es auch, weil nicht alle Landbewohner oder Dörfer waren damit einverstanden, dass wir da am Ortsrand irgendwie vielleicht auf einer Wiese an einem Fluss kampiert haben. Ich habe einmal erlebt, dass das ganze Dorf, die Einwohner mit Mistgabeln, Dreschflegeln, so irgendwie mit wutentbrannten Gesichtern angerannt kommen. Und da hat eben mein Onkel schnell die Pferde wieder angespannt und wir sind dann eben davon gefahren. Also auch so etwas ist uns widerfahren. Und ich konnte das damals natürlich als Kind noch nicht so richtig, ich habe das eben als Ablehnung empfunden. Erst in späteren Jahren hat meine Mutter zum Beispiel erzählt über Ereignisse in den Konzentrationslagern. Ja, und auch die Verwandtschaft, die ihr Leben, also von 15 Geschwistern meiner Mutter, haben mit ihr nur 4 überlebt. Und diese 4 Geschwister haben natürlich versucht, ihr altes Leben aus der Vorkriegszeit mit ihren Traditionen, mit ihren Gebräuchen weiterzuleben. Aber das hat ins Leere gegriffen, weil ja diese ganzen Menschen, Verwandten, Geschwister, Eltern, Kinder nicht mehr da waren. Und das hat sich, als Kind habe ich das nie verstanden, wenn darüber gesprochen und lamentiert worden ist. Aber es hat mich natürlich mit der Zeit belastet. Und so dass ich, das habe ich auch Freunden einmal erzählt, meine Ohren sozusagen auf Durchzug geschaltet habe. Und so ist es mir natürlich dann auch in der Schule ergangen, dass ich eigentlich das, was die Lehrkräfte da vorne gesagt haben, das ist mir bei einem Ohr rein und beim anderen wieder raus. Und ich habe auch gemerkt, dass sich da die Lehrkräfte nicht besonders für mich interessieren. Also habe ich überhaupt keine Hausaufgaben mehr gemacht und bin sehr oft einfach spazieren gegangen, anstatt in die Schule. Und habe mich da in Wien einmal während des Spazierengehens am Vormittag in das Gebäude des Stadtschulrates verirrt und habe mich da umgesehen, aber es hat da niemand irgendwie dran Anstoß genommen. Also ich habe versucht, da irgendwie vielleicht intuitiv durchzudringen und vielleicht eine Möglichkeit für mich zu finden, irgendwie einen unterhaltsameren Unterricht zu bekommen. Ja, das ist eine Strategie. Das heißt, du bist in Wien zur Schule gegangen. Ja. Wird dann irgendwann von der Peripherie ins Zentrum sozusagen. Ja, schon an der Peripherie. Ich bin 1954 sozusagen 6 Jahre alt gewesen und bin da eben in die Schule gekommen. Und zwar eben in 2, 3, wir sind doch öfters umgezogen in die Volksschule. Und bis 1955 war das noch in der sowjetischen Besatzungszone. Und das war natürlich auch für mich als Kind irgendwie normal, dass da sehr viele Besatzungssoldaten. Wir haben da auch so an der Peripherie, fast auf dem Lande draußen gewohnt mit Feldern und an einem Fußballplatz. Und da sind diese sowjetischen Besatzungssoldaten auf den Händen um den Fußballplatz herumgegangen. Und wir Kinder sind denen nachgelaufen, weil denen die Münzen aus den Hosentaschen gefallen sind. Clever. Ja, wir Kinder waren ja auch uns selber überlassen, weil unsere Mutter zum Beispiel tagsüber hausieren ging mit Vorhängern. Und vielleicht ist das auch eine interessante Geschichte. In Österreich, in Westösterreich, in Vorarlberg, das war das Zentrum für die Textilindustrie. Und in Wien gab es jüdische Großhändler, die waren an Sinti-Frauen auch in Kommission sozusagen weitergegeben
gegeben haben und bezahlt wurde die Ware erst nachdem sie verkauft war. Und ich finde, es gab also in Österreich eine Zeit, wo diese drei, wie soll ich es jetzt nennen, diese Mehrheitsgesellschaft, industrielle Mehrheitsgesellschaft, Juden und Sinti sozusagen so ein symbiotisches Geschäftsmodell hatten. Das wurde aber dann in der Nachkriegszeit alsbald von diesen großen Versandhäusern abgelöst. Also hat es dann, da konnte man per Postkarte oder per Telefon dann bei diesen Versandhäusern und deswegen hat das dann für Sinti weniger Sinn gemacht, da herumzufahren und Waren anzubieten. Naja, aber davor war es tatsächlich durchaus ein lukratives, sinnvolles Geschäft. Ja, und was eigentlich, weil ja die ländlichen Gebiete damals auch noch nicht so erschlossen waren. Du erwähntest eben, dass dich Schule nicht so wirklich interessiert hat, dass du gerne stattdessen in der Natur spazieren gegangen bist oder spazieren gegangen bist. Hat sich da schon so das spätere Künstlertum in dir abgezeichnet? Einfach anders. Ja, vielleicht, wir haben von der Gemeinde Wien dann 1959 eine Wohnung zugewiesen bekommen im Stadtzentrum in einem bildungsbürgerlichen Bezirk. Und 1959 gab es da eigentlich noch viele, so zerbombte Häuser. Auch dieses Stadttheater war da in der Josefstadt zerbombt. Und das war einerseits für mich eine große Umstellung. Es gab da kein Grün mehr. Jetzt wurden sozusagen diese Ruinen mein Spielplatz. Ich habe auch einige Schulkameraden, Schulkollegen kennengelernt, auch solche Herumläufer oder Streuner. Und wir haben uns da tagsüber dann gerne in diesen Ruinen. Und es war aber für mich auch in einer anderen Form ein Kulturschock als Kind in so einem bildungsbürgerlichen Bezirk. Da wurden wir Kinder, es durften zum Beispiel aus dem Nachbarhaus Kinder nicht mit uns spielen, weil wir ja Zigeuner waren. Denen wurde also verboten. Wir haben dann zwar mit einigen, haben wir uns dann heimlich in den Ruinen getroffen, aber wir sind dann getrennter Wege wieder nach Hause gegangen, damit das eben nicht so auffällt. Das heißt, die Ausgrenzung war auch nach dem Krieg und in deiner Kindheit noch deutlich spürbar. Ich habe mich da auch verwundert, weil mir zum Beispiel zu solchen Feiertagen wie Ostern oder zu Weihnachten Mitschüler abgelegte Kleidung und so mitgebracht haben und ich konnte das überhaupt nicht verstehen, was das soll. So im Nachhinein betrachtet finde ich, dass das vielleicht so eine Art von den Eltern her so eine Art Kompensation war, weil viele waren damals noch Kriegsteilnehmer und waren vielleicht auch beteiligt an der Ermordung von Sinti, Roma oder anderen Menschen.